Weil man das System sehr genau kennt, weil man darin aufgewachsen ist und sich sozusagen wie ein Fisch im Wasser bewegt. Das heißt, man kriegt sehr seismisch sozusagen sehr genau mit, was ist gerade der Schwachpunkt in der Politik der DDR, sage ich jetzt mal. Worauf kann man hoffen, dass es die Zensur passiert und wo gibt es wahrscheinlich Schwierigkeiten. Jetzt kann man auch mit Tricks arbeiten, was wir auch gemacht haben oder was alle Kabaretts gemacht haben, indem man nämlich sozusagen Köder ausgeworfen hat für die Genossen, von denen wir wussten, dass das niemals durchkommt, aber dadurch die Aufmerksamkeit von anderen Punkten abgelenkt hat. Die Teilung ist nicht das Problem, sondern das Problem ist das Gefühl vorherrscht, dass es keine partnerschaftliche Vereinigung gab, sondern sozusagen das eine System wurde über das andere gestülpt. Und die Erfahrungen des Ostens, die gesellschaftlichen Erfahrungen des Ostens, eigentlich bei der Wiedervereinigung und danach keine Rolle spielten. Erst jetzt kommt man langsam dahin, dass plötzlich die Poliklinik doch eine vernünftige Einrichtung war. Man nennt es heute anders, aber diese Erfahrungen, die die DDR-Bürger gemacht haben, haben zu wenig eine Rolle gespielt in der gesamten Politik. Und das spüren die Leute sehr genau. Und daher kommen vielleicht auch verschiedene Reaktionen, die wir heute als rechtslastig bezeichnen. Also das könnte so ein Punkt sein. Wenn Kabarett gut ist, dann ist es immer der Spiegel. Spiegelt es immer das, was sozusagen Volkesmeinung ist, in Anführungsstriche gesetzt, oder was weite Teile der Bevölkerung beschäftigt. Und wir bilden uns ein, dass wir da ein gutes Ohr für haben. Und insofern spielt es auch eine Rolle in unserem Programm. Ich gehöre zu den Leuten, die das Glück hatten, eine Situation zu erleben und in eine Situation gestellt zu sein, wo man merkte, dass der Mantel der Geschichte, wie man so schön sagt, durch den Raum weht. Also man wusste schon, dass das ein Jahrhundertereignis ist. Und wenn man da selber Teilnehmer oder Getriebener oder wie auch immer Mitwirkender ist, dann ist das schon also emotional eine ganz besondere Situation. Und das bleibt natürlich auch im Gedächtnis haften und das hat sich quasi eingebrannt. So hat sich auch für mich der eigentliche Maueröffnung nach dieser berühmten Pressekonferenz, in der Schabowski sagte, die Mauer ist oder die Reisemöglichkeit ist ab sofort. Das war so ein Tag oder ein Abend, der sich so fest eingebrannt hat. Nee, ich vermisse wirklich nichts. Weil die Arbeit, wenn sie gegen gewisse Widerstände geht, interessanter ist, als wenn man sich wenig anstrengen muss für etwas. Wir mussten uns in der DDR nicht anstrengen, das Publikum auf unsere Seite zu ziehen, weil wir ja der gleichen Ansicht waren. Also man konnte sozusagen ins Publikum hauchen und es kam die Reaktion sofort zurück. Und das war ein schönes Gefühl der Übereinstimmung, aber es war mit wenig Anstrengung unsererseits verbunden.